Hallo und herzlich willkommen auf dem Tutorial-Kanal des TÜV Scooter Shop. Die neue Saison ist da und deswegen wird es jetzt Zeit, dass wir uns endlich mal mit einem Thema auseinandersetzen, was schon lange überfällig ist, nämlich mit dem B196. Das ist ein Autoführerschein, mit dem ihr Zweikrafträder bzw. Roller bis zu 125 Kubik fahren dürft. Und was es genau damit auf sich hat und welche Voraussetzungen es vielleicht gibt und welche Vespas ihr am Ende damit fahren dürft, das wollen wir in dieser Serie mal klären. Und in der ersten Folge wollen wir uns mit dem Führerschein an sich beschäftigen. Also was genau ist der B196 eigentlich und was für Voraussetzungen gibt es. Und damit wir euch da keinen Quatsch erzählen, fahren wir jetzt mal zum Tom von der Fahrschule Attenberger, denn der kann uns ganz genau erklären, was es damit auf sich hat. So, und da sind wir auch schon in der Fahrschule Attenberger. Servus Tom. Hallo Robert. Tom, kannst du mir das mal erklären? Was genau ist der B196 und was genau darf ich damit eigentlich fahren? Der B196 ist jetzt eigentlich nur eine Erweiterung der Klasse B. Das ist ein klassischer Autoführerschein, wo ich auch noch Zweiräder mit 50 Kubik fahren darf. Der B196 erweitert das Ganze jetzt auf 125 Kubik, 11 kW, 15 PS und einem Leistungsgewicht von 0,1 Kilogramm pro kW. Okay, das heißt jetzt aber auch, wenn ich zum Beispiel eine Chow habe und da würde ich jetzt so einen 125er Motor reinbauen, dürfte ich damit nicht fahren? Nein, das wird nicht funktionieren, weil das ist einfach zu leicht dann, das Teil. Okay, aber wie sieht es denn mit den Voraussetzungen aus? Kann den B196 jeder machen? Gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Und kann ich den vielleicht direkt machen, wenn ich meinen Autoführerschein mache? Wie schaut es da aus, Tom? Nein, direkt mit dem Autoführerschein, das geht leider nicht, weil wir haben bestimmte Voraussetzungen, nämlich diese 5 Jahre schon Besitz der Klasse B, 25 Jahre alt und eine sogenannte Fahrerschulung, die man nachweisen muss. Der B196 ist in dem Sinne eigentlich gar kein richtiger Führerschein, sondern, wie Tom schon gesagt hat, nur eine Erweiterung der Klasse B mit der Schlüsselziffer B196. Das heißt, es gibt in dem Sinne auch nicht wirklich wie eine Führerscheinprüfung zum Beispiel, sondern es ist mehr eine Führerscheinschulung. Wie genau läuft die denn ab, Tom? Diese Fahrerschulung ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Zweigeteilt, einmal in einen Theorieteil, einmal in einen Praxisteil, 4 mal 90 Minuten Theorie, die praktisch den ganzen Klasse A-Stoff behandelt. Und dann 5 mal 90 Minuten fahren, auch im Straßenverkehr mit einem dementsprechenden A1-Fahrzeug, 15 PS, so wie wir das Ganze schon besprochen haben. Aber wie sieht das denn aus, Tom? Kommen die Leute damit hin? Wie viel Prozent deiner Fahrschüler, sage ich mal, können innerhalb dieser Stunden den Führerschein abschließen? Also reicht das aus oder gibt es da auch Leute, die mehr Zeit brauchen? Und wo liegen wir da kostentechnisch? Gibt es da einen Pauschalpreis oder wie sieht das aus? Ja, die meisten Leute, also ich sage mal 90% schaffen das schon in dieser vorgegebenen Zeit. Das meiste Problem ist die Praxis, weil da muss der Fahrlehrer bescheinigen, dass der Fahrschüler, also sprich der Bewerber für die B196, auch wirklich mit einem Zweirad sicher und gewandt im Verkehr umgehen kann. Manche Leute brauchen halt dann ein paar Praxisstunden mehr, die sich dann hinterher wieder aufschlagen. Die meisten Fahrschulen haben einen Pauschalpreis, bewegt sich so in Deutschland zwischen 700 und 900 Euro. Und eine Fahrstunde kostet in der Regel auch so zwischen 45, 55, 60 Euro. Das käme dann noch eventuell drauf. Aber wie gesagt, die allermeisten schaffen das für diese Pauschalsache. Der Fahrlehrer muss überzeugt sein, dass der sicher im Verkehr mitschwimmen kann mit einem Zweirad. Und das funktioniert bei den allermeisten. Okay. Aber wie sieht denn so eine Praxisfahrstunde überhaupt aus? Gibt es da irgendwelche Manöver, die geübt werden? Wie genau läuft das ab? Ja, die Praxisfahrstunden, die beginnen wie jede klassische Zweiradausbildung auch. Kann der überhaupt geradeaus fahren? Hat der Gleichgewichtssinn? So geht's los. Dann geht's los in der Stadt, auf dem Übungsplatz. Übungsplatz, die ganzen klassischen Motorradsachen, Slaloms, langsam, schnell, Ausweichübungen mit und ohne Bremsen, Gefahrbremsung, Kreisfahren. Schritt ist ganz wichtig, weil je langsamer man auf dem Zweirad unterwegs ist, desto eher kippt man natürlich um. Das sind so die klassischen Sachen, die dann auch wieder in den Straßenverkehr mit übernommen werden. Okay, das klingt ja schon mal nach Spaß. Aber wie genau läuft das ab? Kann ich da mit meinem eigenen Fahrzeug fahren? Gibt es da ein Fahrschulfahrzeug? Und fahre ich jetzt Automatik oder Schaltroller? Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel fährt man mit dem Fahrschulmotorrad. Man kann aber auch das eigene Motorrad mitbringen, den eigenen Roller, Automatik, Handschaltung, Fußschaltung, vollkommen egal.
Man kriegt halt hinterher bescheinigt, auf was man für ein Fahrzeug diese Ausbildung gemacht hat und damit ist das eigentlich schon abgeschlossen. Was mich jetzt noch interessiert ist, ich habe jetzt, sagen wir mal, auf einem Automatik gelernt. Darf ich dann trotzdem ein Schaltfahrzeug fahren? Ja, klar. Das mit dem Automatik, mit Schalter, Hand-, Fußschaltung ist eigentlich nur für die Ausbildung interessant. Es gibt ja hinterher keinen Eintrag, ob Automatik oder Schalter. Hinterher muss man sich halt dann selber im Klaren sein, wenn ich auf Automatik die Ausbildung gemacht habe, ist es mit dem Schalter natürlich wieder anders. Aber da bin ich dann natürlich eigenverantwortlich in der ganzen Geschichte drin. 25 Jahre, die sollten schon so schlau sein. Okay, und wie genau läuft das ab? Also kann ich in der Fahrstunde auch, sagen wir mal, 2 Fahrstunden Automatik und 3 Fahrstunden Schaltfahrzeug machen, oder? Überhaupt kein Problem. Das funktioniert je nachdem, wie man das haben will. Und es wird halt immer aufwendiger, je mehr ich die Fahrzeuge wechsle. Aber natürlich auch hinterher interessanter, weil ich für mich persönlich weiß, wie gut bin ich auf den einzelnen Fahrzeugen. Wenn ich rausschaue, dann sehe ich immer Leute mit kurzer Hose und Flipflops in die Eisdiele fahren. Wie schaut das aus, Tom? Kann ich so auch in der Fahrschule unterwegs sein? Nein, in der Fahrschule geht es leider nicht. In der Fahrschule brauchen wir für Zweiradausbildung auch klassische Zweiradbekleidung. Helm, Jacke, Hose mit Protektoren, Stiefel übers Knöchel, Handschuhe, Nierengurt, also klassische Zweiradausrüstung. Übrigens, kleiner Tipp von mir, ihr müsst natürlich nicht unbedingt die Kleidung benutzen, die euch von der Fahrschule zur Verfügung gestellt wird, sondern weil ihr ja ohnehin plant, den Führerschein zu machen und danach auch Roller zu fahren, wie ich mal annehme, macht es Sinn, euch direkt Kleidung zu besorgen, die optimal zu eurem Geschmack, zu eurem Style und natürlich auch zu euch passt, also die optimal sitzt. Und ihr müsst dann nicht zum Beispiel einen Helm tragen, der nicht so richtig sitzt und den schon 100 andere Leute vor euch anhatten. Wichtig, ihr solltet immer darauf achten, dass alle Kleidung, die ihr euch kauft, CE geprüft ist. Und natürlich, wie wir vorhin schon gehört haben, dass die entsprechenden Protektoren und so weiter mit am Start sind. Wir hier im Laden haben wirklich coole Sachen, wie zum Beispiel Jacken wie diese hier. Da sind die Protektoren mit drin. Es gibt Einsätze für Rückenprotektoren zum Beispiel, die haben wir hier. Und ich finde, es sieht einfach sehr stylisch aus in so einem Lederlook. Das ist eine Jacke, die könnt ihr auch einfach mal gut im Alltag tragen und die sieht jetzt nicht aus wie so eine fiese Motorradjacke, die so richtig bullig ist. Und was ich total geil finde, ist eigentlich mein Lieblingsteil, muss ich sagen, sind Schuhe wie das hier. Wir haben ja gehört, die müssen knöchelhoch sein, das sind die hier auch, aber die sehen eigentlich eher aus wie Sneaker und nicht wie so ein Motorradstiefel. Und wie ihr seht, die sind trotzdem CE geprüft für Zweiräder. Und ich finde, das sind einfach Schuhe, die kann man auch im ganz normalen Alltag tragen. Damit kann man auch einfach in die Eisdiele gehen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Gehen wir weiter. Hosen. Wie gesagt, auch hier mit Protektoren, CE geprüft. Aber auch das, finde ich, sieht einfach alles sehr alltagstauglich aus und total lässig und cool. Handschuhe haben wir natürlich auch in allen möglichen Variationen, egal ob jetzt irgendwie schwarz oder braun oder mit Print. Und auch hier natürlich, wie immer, CE geprüft für Zweiräder. Also da findet ihr bestimmt was, was zu eurem Style passt. Und, ich habe es vorhin schon erwähnt, ganz wichtig ist natürlich der Helm. Weil gerade bei den Helmen ist es immer so eine Sache, jeder Kopf ist ein bisschen anders und die Helme, die es in der Fahrschule gibt, es ist halt immer ein Kompromiss und ihr werdet wahrscheinlich nie den Helm finden, der perfekt zu euch passt. Aber wir hier bei SIP haben eine riesen Selektion an Helmen und da ist bestimmt was für euch dabei, was perfekt zu euch passt und den Helm, den braucht ihr ohnehin später. Deswegen lasst uns mal anschauen, welche Helme wir drüben an der Wand haben und was da für euch am besten passt. Also, wir haben hier eine ganze Wand voller Helme. Wir haben Integralhelme und wir haben Jethelme. Zu den Jethelmen haben wir auch schon eine Playlist erstellt. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und hier oben in der Infocard. Da könnt ihr euch mal anschauen, was wir da an Helmen haben. Aber in der Fahrschule für die Fahrstunde sind Jethelme leider nicht so gern gesehen. Eventuell lässt euch der Fahrlehrer damit nicht durch. Wenn ihr auf einen Integralhelm setzt, wie den hier zum Beispiel, damit ist es auf jeden Fall kein Problem. Und Integralhelme sind sicher, sehen trotzdem stylisch aus. Damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auch hier, wie gesagt, immer darauf achten, dass die CE geprüft sind. Der hier ist CE geprüft. Und damit seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Das war's hier von uns aus dem Shop. Wie ihr seht, wir haben richtig coole Sachen. Es ist richtig stylisch. Deswegen kommt gerne mal vorbei, schaut es euch in Persona an, lasst euch gerne mal beraten. Und dann finden wir auch das perfekt passende für euch. Und ihr könnt es natürlich nicht nur hier im Laden finden, sondern auch bei uns im Online-Shop.
Den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und hier oben in der Infocard. Und wir gehen jetzt zurück zur Fahrschule. Wir haben jetzt schon einiges gelernt über den B196 und es war eine ganze Menge Holz. Aber gibt es da sonst noch irgendwelche Besonderheiten, über die man Bescheid wissen muss, Tom? Ja, es gibt zwei Sachen. Erstens, der Führerschein gilt nur in Deutschland. Also im Ausland ist es leider nicht möglich, dann diese 125er zu fahren. Und die zweite Sache, ein Aufstieg in Motorradklassen bringt der Führerschein nichts. Das ist nur für diesen Erweiterung B196 für die Klasse B. Motorrad muss ich wieder komplett neu anfangen. Okay, das heißt also, wenn ihr plant, irgendwann mal auch stärkere Maschinen zu fahren, dann macht es Sinn, direkt auf einen Motorradführerschein zu gehen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nur in Deutschland fahrt, euch eine 125er vollkommen reicht und ihr im Ausland auch damit okay seid, einfach mal nur eine 50er zu fahren, dann ist das eine Top-Lösung für euch. Und natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel eine aufgemotzte Fofi in der Garage stehen habt mit einem 90er-Satz und ihr die endlich mal legal bewegen wollt. Dann ist der B196 der ideale Führerschein. Das war's für heute. Mir hat's richtig Bock gemacht, ich hoffe euch auch und ich hoffe, ihr habt gut was gelernt über den B196 und was es damit auf sich hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann knallt die einfach mal unten in die Kommentare. Kleiner Hinweis von meiner Seite, wir haben das Ganze auch nochmal in einem Blogbeitrag zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich werde den Führerschein jetzt auf jeden Fall auch selbst machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns mal anschauen, welche Vespas bis 125 Kubik man mit dem Führerschein eigentlich überhaupt fahren darf. Bis dahin knalle ich mich jetzt einfach hier in den Sonnenstuhl und ihr lasst am besten ein Abo da, aktiviert schön die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst und wie immer schön liken und den Kanal mit all euren Freunden teilen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao. Robert. Robert? Robert, jetzt angeschlafen oder was?